Lektion 1. Pizza-Party. Jo Anna, hast du heute Abend Lust auf Pizza? Darauf kannst du wetten. Ich könnte definitiv 1 oder 2 leckere Stücke essen, John. Toll, ich dachte, wir könnten in dem neuen Laden in der Innenstadt bestellen. Was für Beläge fühlst du? Ich sehne mich nach etwas Geladenem. Wie wäre es mit Peperoni, Champignons und Extrakäse? Oh, das klingt unglaublich. Denkst du, wir könnten auch ein paar Jalapenos für einen kleinen Kick hinzufügen? Definitiv. Ich liebe eine Pizza mit ein bisschen Würze. Hattest du noch andere Sonderwünsche im Sinn? Nun, da wir alles geben, wie wäre es, wenn wir die Pizza mit einer gefüllten Kruste nehmen? Lecker, das bringt es auf das nächste Level. Ich werde hungrig, wenn ich nur daran denke. Das gleiche hier. In Ordnung, lassen Sie uns die Bestellung aufgeben. Ich kann es kaum erwarten, mich darauf einzulassen. Lektion 2. Clevere Quips herstellen. Hey Anna, ist dir aufgefallen, wie viele beliebte Witze heutzutage ein bisschen, naja, grob sein können? Du hast recht, das ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Einige von ihnen können ziemlich fragwürdig sein. Ja, es ist so, je schockierender oder beleidigender der Witz ist, desto mehr Leute scheinen ihn lustig zu finden. Ich weiß, es ist irgendwie enttäuschend. Ich vermisse die Tage mit sauberem, gesundem Humor. Vollkommen. Es gibt so viel Potenzial für kluge, witzige Witze, ohne auf langweiliges Material zurückgreifen zu müssen. Absolut. Ich wette, wenn wir unsere Köpfe zusammenstecken, könnten wir uns ein paar wirklich tolle, familienfreundliche Witze einfallen lassen. Hey, das ist eine fantastische Idee. Schauen wir mal, was wir uns einfallen lassen können. Okay, lass mich nachdenken. Wie wäre es mit diesem? Warum kann ein Fahrrad nicht alleine stehen? Es ist zweistufig. Haha, das ist gut. Okay, lass es mich versuchen. Wie nennt man einen Bären ohne Zähne? Ein Gummibärchen. Ich liebe es. Oh, ich habe noch eine. Warum hatten 6 Angst vor 7? Weil 7, 8, 9. Toll, das ist ein Klassiker. Gut, ich bin dran. Wie nennt man eine falsche Nudel? Eine Impasta. Haha, nettes Wortspiel. Mir macht das wirklich Spaß. Wir sind ein großartiges Comedy-Team. Sicher, ich denke, wir sind hier an etwas dran. Wir sollten diese Scherzsitzung am Laufen halten. Lektion 3. Kulinarische Zusammenarbeit. In Ordnung, Anna, ich gehe zum Supermarkt. Brauchen Sie etwas Spezielles? John, in der Tat tue ich das. Kannst du ein paar frische Kräuter für mich holen? Klar, kein Problem. Wo sollte ich im Laden nach Ihnen suchen? Sie finden sie normalerweise im selben Abschnitt wie das Blattgemüse. Verstanden, das macht Sinn. Brauchst du bestimmte Kräuter? Lass mich nachdenken. Etwas Basilikum, Rosmarin und vielleicht etwas Thymian wären toll. Okay, Basilikum, Rosmarin und Thymian. Okay. Ich werde sicherstellen, dass ich mir die schnappe. Wunderbar, vielen Dank. Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass du die für mich abgeholt hast.
Natürlich helfe ich gerne weiter. Brauchst du noch etwas aus dem Laden? Nein, ich glaube, das ist alles. Die Kräuter sind das Wichtigste, was ich gebraucht habe. In Ordnung, ich werde mir die am besten aussehenden besorgen, die ich finden kann. Du bist der Beste. Ich weiß, dass ich mich darauf verlassen kann, dass du qualitativ hochwertige Sachen bekommst. Du weißt es. Ich werde dafür sorgen, dass ich die frischesten Kräuter für deine Küche auswähle. Ich kann es kaum erwarten, sie in meinen Rezepten auszuprobieren. Sie werden meine Gerichte auf das nächste Level heben. Ich bin mir sicher, dass sie das tun werden. Du bist so ein toller Koch. Oh, danke, John. Ohne deinen Lebensmittelladen könnte ich das nicht machen. Jederzeit helfe ich gerne, so gut ich kann. Dafür sind Freunde da. Absolut. Ich weiß deine Unterstützung wirklich zu schätzen. Erwähne es natürlich nicht. Ich schicke dir eine SMS, wenn ich auf dem Rückweg bin. Lektion 4. Kulinarische Kenner. Joanna, hast du das neue thailändische Lokal ausprobiert, das gerade eröffnet wurde? Du meinst den mit dem tollen Pad Thai und grünem Curry? Das habe ich. Auf keinen Fall. Wie waren sie? Ich wollte es mir schon lange ansehen. Unglaublich. Die Aromen waren so authentisch und der thailändischen Küche treu. Das ist großartig. Ich habe mich in letzter Zeit nach echtem thailändischem Essen gesehnt. Du musst gehen. Das Pad Thai war perfekt ausgewogen und so aromatisch. Und das grüne Curry? Ich bin ein großer Fan von einem guten grünen Curry. Zweifellos das beste grüne Curry, das ich außerhalb Thailands gegessen habe. So cremig und duftend. In Ordnung, du hast mich verkauft. Auf jeden Fall werde ich bald dorthin gehen. Du wirst es nicht bereuen. Ich denke, du wirst wirklich beeindruckt sein. Ich kann es kaum erwarten. Thailändisches Essen ist wahrscheinlich meine Lieblingsküche aller Zeiten. Meins auch. Es hat einfach etwas so Lebendiges und Köstliches an sich. Stimme voll und ganz zu. Die Kräuter, Gewürze und die Ausgewogenheit der Aromen sind unübertroffen. Exakt. Meiner Meinung nach ist das eine echte kulinarische Kunstform. Ganz gewiss. Ich werde hungrig, wenn ich nur daran denke. Ich auch. Wir sollten irgendwann zusammen einen Ausflug dorthin planen. Definitiv, das klingt nach einem Plan. Ich bin unten, wann immer du bist. Toll, dann ist es ein Date. Ich kann es kaum erwarten, dieses tolle thailändische Essen mit Ihnen zu teilen. Hier auch, das wird großartig. Darauf freue ich mich schon. Lektion 5. Naturretreat. Joanna, warst du schon einmal auf einer Wanderung in den Bergen? Nein, aber das wollte ich schon immer machen. Nein, hast du eine Idee? In der Tat tue ich das. Wie wäre es mit einer Hütte in den Bergen? Es wäre perfekt. Eine Hütte in den Bergen? Das klingt absolut traumhaft. Erzähl mir mehr. Stellen Sie sich vor,
Sie wachen mit einem wunderschönen Bergblick auf und gehen den ganzen Tag wandern. Das klingt unglaublich. Ich liebe die Idee, so in die Natur einzutauchen. Genau. Und die frische Luft, die Ruhe, es wäre der perfekte Kurzurlaub. Ich bin begeistert. Wann können wir diesen kleinen Rückzugsort in den Bergen planen? Wie wäre es mit diesem Wochenende? Ich kann versuchen, für uns eine gemütliche kleine Hütte zu finden. Dieses Wochenende? Wow, du arbeitest schnell. Ich liebe die Spontanität. Haha, nun, ich dachte mir, warum nicht? Wir könnten beide eine Pause von der Stadt gebrauchen. Unbedingt. Ich kann es kaum erwarten, den Stecker zu ziehen und mich vom Trubel zu trennen. Das gleiche hier. Es wird so schön sein, sich einfach zu entspannen und die Natur zu genießen. Ich stelle es mir schon vor: Lagerfeuer, Sternenbeobachtung, friedliche Wanderungen. Genau. Und vielleicht beobachten wir sogar Wildtiere, wenn wir Glück haben. Das wäre unglaublich. Ich würde gerne ein paar Rehe oder vielleicht sogar einen Bären sehen. Haha, hoffen wir aber, dass es nur die süßen und kuscheligen Bären sind. Haha, ja, auf jeden Fall. Ich werde schon aufgeregt, wenn ich nur daran denke. Ich auch. Das wird der perfekte kleine Ausflug in die Natur. Lektion 6: Überraschungssnack. Hey Anna, hast du den klugen Schachzug bemerkt, den Sie heute im Büro gemacht haben? Nein, was ist passiert? Ich muss es verpasst haben. Sie brachten eine riesige Platte mit knusprigen Snacks mit, die jeder genießen konnte. Oh, das klingt herrlich. Schienen die Leute die Überraschung zu genießen? Definitiv. Alle schwärmten davon, wie lecker und sättigend die Snacks waren. Das ist wunderbar. Ich liebe es, wenn kleine Gesten wie diese helfen, Menschen zusammenzubringen. Absolut. Es sind die kleinen Dinge, die wirklich einen Unterschied machen können, weißt du? Stimme voll und ganz zu. Hattest du die Gelegenheit, die knusprigen Snacks selbst zu probieren? Darauf kannst du wetten. Sie waren absolut göttlich, der perfekte Abholer für den Nachmittag. Ah, ich bin neidisch. Ich muss schauen, ob ich selbst welche ausfindig machen kann. Ich teile es gerne mit, wenn noch etwas übrig ist. Sie waren zu gut, um sie zu horten. Das ist so nett von dir. Ich muss später an deinem Schreibtisch vorbeischauen und nachsehen. Klingt nach einem Plan. Ich bin sicher, es wird genug für alle geben. Das weiß ich zu schätzen. Es sind die kleinen Gesten der Großzügigkeit, die wirklich einen Unterschied machen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Es sind die kleinen Dinge, die jemandem den Tag versüßen können. Absolut. Ich freue mich, dass unser Büro einen Weg gefunden hat, das für alle zu tun. Ich auch. Es ist die Art von Dingen, die mich stolz machen, hier zu arbeiten. Lektion 7: Globale Aromen. Nachmittag. Ich habe gehört, du hast kürzlich ein neues Rezept ausprobiert. Das klingt interessant. Oh ja, das habe ich. Ich habe ein Gericht aus einem anderen Land zubereitet und es ist wirklich gut geworden.
Das ist großartig. Mit welchem Landesrezept hast du dich entschieden zu experimentieren? Ich habe ein herzhaftes Curry aus Indien gemacht. Die Gewürzmischung war einfach so würzig. Oh, die indische Küche ist so reichhaltig und aromatisch. Warum hast du dich für dieses bestimmte Gericht entschieden? Ich wollte meinen kulinarischen Horizont erweitern, und das indische Essen ist so lebendig. Das kann ich mir vorstellen. Was waren einige der wichtigsten Zutaten, die Sie für das Curry verwendet haben? Nun, es gab Kurkuma, Kreuzkümmel, Koriander, Ingwer und einen Hauch Chilipulver. Wow, das klingt nach einem ziemlich guten Geschmacksprofil. Hast du es mit irgendwelchen Beilagen serviert? Ja, ich habe duftenden Basmati-Reis und eine kühlende Raita zubereitet, um die Hitze auszugleichen. Diese Kombo klingt absolut göttlich. Ich würde gerne eines Tages dein indisch inspiriertes Gericht probieren. Ich mache es gerne für dich. Vielleicht könnten wir zusammen ein kleines kulinarisches Abenteuer planen. Das ist eine hervorragende Idee. Ich bin immer bereit, neue Küchen und Kulturen durch Essen zu entdecken. Wunderbar. Ich werde dafür sorgen, dass alle authentischen Zutaten verwendet werden, damit Sie es wirklich erleben können. Das weiß ich zu schätzen. Gerichte aus der ganzen Welt zu probieren, ist eine so bereichernde Erfahrung. Ich stimme vollkommen zu. Essen ist eine wunderbare Möglichkeit, mit verschiedenen Kulturen in Kontakt zu treten. Absolut. Ich freue mich schon auf unsere kulinarische Reise nach Indien. Lektion 8. Sportliche Trends. Hallo. Hast du die neuesten Trends bei den Olympischen Spielen verfolgt? Oh ja, es war faszinierend zu sehen, wie sich die Sportlandschaft entwickelt hat. Absolut. Ich habe gehört, dass die Gesamtzahl der Ereignisse seit den 1970er Jahren erheblich gestiegen ist. Das ist richtig. Die Olympischen Spiele wurden wirklich um ein breiteres Spektrum an Sportarten erweitert. Es ist toll zu sehen, wie die Spiele inklusiver und vielfältiger werden. Ich stimme zu. Und ich habe festgestellt, dass einige nationale Sportprogramme, wie hier in Kanada, ebenfalls gewachsen sind. Ah ja, ich habe von den Initiativen von Sport Kanada zur Unterstützung von mehr Athleten gehört. Ja, sie haben stark in Entwicklungsprogramme und Infrastruktur investiert. Das ist wunderbar zu hören. Das muss für Nachwuchssportler einen echten Unterschied machen. Auf jeden Fall. Ich denke, es hilft, viele ungenutzte Talente im ganzen Land zu entdecken. Das ist so wichtig. Die Förderung der nächsten Generation von Sportlern ist von entscheidender Bedeutung. Absolut. Und es geht nicht nur darum, Medaillen zu gewinnen, sondern auch darum, einen aktiven Lebensstil zu fördern. Du hast so recht. Der wahre Geist der Olympischen Spiele besteht darin, die Freude am Sport zu feiern. Exakt. Es ist inspirierend zu sehen, wie sich die Spiele weiterentwickeln und Menschen inspirieren. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Die Olympischen Spiele sind ein wahrer Beweis für die Macht des Sports. In der Tat. Ich bin gespannt, was die Zukunft für die olympische Bewegung bereithält. Ich auch.
Es wird faszinierend sein, die fortschreitende Transformation mitzuerleben. Lektion 9. Künstlerische Aktivitäten. Liebe Grüße. Ich habe gehört, dass du in letzter Zeit einige neue kreative Hobbys erforscht hast. Ja, das stimmt. Neben dem Malen hat mir das Bildhauern und Töpfern sehr viel Spaß gemacht. Oh, das ist wunderbar. Ich kann mir die Befriedigung vorstellen, mit deinen Händen zu arbeiten, um etwas Greifbares zu schaffen. Unbedingt. Es war eine so erfüllende und beruhigende Erfahrung. Hast du selbst irgendwelche künstlerischen Interessen? Nun, ich habe mich schon immer zur Fotografie hingezogen gefühlt. Es ist so magisch, die Welt durch ein Objektiv einzufangen. Das sehe ich. Fotografie ist eine wunderbare Möglichkeit, ihre einzigartige Perspektive zum Ausdruck zu bringen. In der Tat. Und das Beste daran ist, dass Sie mit den Techniken und Kompositionen wirklich kreativ werden können. Auf jeden Fall. Haben Sie jemals versucht, mit verschiedenen Lichtwinkeln oder Lichtwinkeln zu experimentieren? Oh, die ganze Zeit. Ich finde, dass das Herumspielen mit diesen Elementen eine einfache Aufnahme wirklich verändern kann. Das ist so cool. Ich würde gerne irgendwann etwas von deiner Arbeit sehen. Vielleicht könnten wir sogar an einem Projekt zusammenarbeiten. Das würde mir absolut gefallen. Wir könnten unsere künstlerischen Talente kombinieren und etwas ganz Besonderes schaffen. Es ist ein Deal. Ich bin wirklich gespannt, was wir uns einfallen lassen können. Ich auch. Das wird eine unglaubliche kreative Reise. Ich kann es kaum erwarten. Die Möglichkeiten sind endlos, wenn Sie eine Leidenschaft für die Kunst haben. Du hast so recht. Es ist wirklich eine wunderbare Art, uns auszudrücken und mit der Welt in Kontakt zu treten. Lektion 10. Kreative Zusammenarbeit. Guten Nachmittag. Ich habe über unseren Plan nachgedacht, zusammen an einem künstlerischen Projekt zu arbeiten. Hervorragend, ich freue mich riesig. Welche Art von Ideen erwägen Sie? Nun, ich dachte, wir könnten einige Mixed-Media-Techniken ausprobieren. Vielleicht kombinieren wir Malerei, Fotografie und sogar einige kleine Skulpturen. Oh, das klingt, als könnte es wirklich einzigartig und visuell beeindruckend sein. Ich liebe die Idee, verschiedene Kunstformen zu vermischen. Auf jeden Fall. Ich denke, es würde uns ermöglichen, die Stärken des anderen auszuspielen und etwas wirklich Einzigartiges zu schaffen. Ich stimme zu, das wird so viel Spaß machen. Wir müssen ein Brainstorming über ein Thema oder Konzept durchführen, um alles miteinander zu verbinden. Absolut. Vielleicht könnten wir uns von der Natur inspirieren lassen oder eine bestimmte emotionale Stimmung oder Atmosphäre erkunden. Wunderbare Vorschläge. Ich freue mich schon auf den kreativen Prozess und darauf, zu sehen, wie alles zusammenkommt. Ich auch. Ich habe das Gefühl, dass dies eine unglaublich lohnende Zusammenarbeit sein wird. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Wann können wir anfangen? Ich bin bereit einzutauchen. Wie wäre es mit diesem Wochenende? Wir können uns etwas Zeit nehmen, um wirklich in das Projekt einzutauchen. Das klingt perfekt. Ich mache meinen Zeitplan frei und wir können den Tag damit verbringen, zu experimentieren und zu kreieren.
Fantastisch. Das wird ein absoluter Knaller. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was wir uns einfallen lassen. Lektion 11. Faszinierende Präsentation. Guten Morgen. Ich habe an einer Präsentation gearbeitet und könnte deinen kreativen Input gebrauchen. Wunderbar, ich helfe gerne weiter. An welcher Art von Präsentation arbeitest du? Es ist für ein wichtiges Kundengespräch, also möchte ich es wirklich ansprechend und interaktiv gestalten. Ich verstehe, das macht absolut Sinn. Was für Elemente wolltest du einbauen? Nun, ich hatte gehofft, ein paar animierte Folien und vielleicht sogar ein paar kurze Videoclips verwenden zu können. Oh, das klingt, als könnte es ein echter Hingucker sein. Was ist das allgemeine Thema oder die Botschaft? Ich konzentriere mich auf unsere neueste Produkteinführung und möchte die wichtigsten Funktionen auf dynamische Weise hervorheben. Hervorragend, das ist eine großartige Idee. Haben Sie darüber nachgedacht, eine gewisse Zuschauerbeteiligung hinzuzufügen? Das ist ein interessanter Gedanke. Was hattest du im Sinn? Vielleicht ein kurzes Quiz oder eine praktische Demonstration, die die Teilnehmer einbezieht. Ich liebe das. Es würde wirklich helfen, Sie während der gesamten Präsentation zu beschäftigen. Exakt. Und Sie könnten sogar einen kleinen Preis für die beste Antwort oder den schnellsten Teilnehmer anbieten. Genial. Dadurch fühlt es sich eher wie eine Veranstaltung an als nur wie eine Standardpräsentation. Absolut. Ich kann es kaum erwarten, das Endergebnis zu sehen. Das wird ein echter Hingucker. Das hoffe ich wirklich. Danke für all deine tollen Ideen. Das wird perfekt sein. Lektion 12. Einkaufen in Hülle und Fülle. Hey, bist du mit den Lebensmitteleinkäufen der Woche fertig? Noch nicht ganz. Ich habe noch ein paar Artikel auf meiner Liste. Wie steht's mit dir? Ich bin gerade aus dem Laden zurückgekommen. Ich habe alles von meiner Liste gestrichen. Wow, das ist beeindruckend. Was waren einige der Dinge, die du abholen musstest? Nun, die üblichen Verdächtigen, Milch, Eier, Brot und ein paar frische Früchte und Gemüse. Ah ja, das Wesentliche. Hast du zufällig Snacks oder Leckereien mitgenommen, während du dort warst? Natürlich. Ich konnte nicht widerstehen, ein paar dieser neuen Proteinriegel in die Hand zu nehmen, von denen alle geschwärmt haben. Oh, nett. Die wollte ich schon lange ausprobieren. Hast du noch andere lustige Gegenstände bekommen? Ja, ich habe mir auch ein paar Popcornkerne geschnappt, um später selbstgemachtes Popcorn zuzubereiten. Lecker, das klingt köstlich. Ich liebe selbstgemachtes Popcorn. Es ist einfach so viel besser. Einverstanden. Und ich habe ein paar dieser Mini-Schokoriegel für einen kleinen Genuss nach dem Abendessen mitgenommen. Oh, du verwöhnst dich wirklich. Ich wette, das wird genau das Richtige sein. Haha, ja, ich dachte, ich hätte eine kleine Belohnung verdient, nachdem ich die Einkaufsliste erobert hatte. Nun, es hört sich so an, als hättest du jetzt eine gut ausgestattete Küche. Ich bin ein bisschen eifersüchtig. Haha, wann immer du vorbeikommen und an der Beute teilhaben willst, lass es mich einfach wissen.
Lektion 13. Riesige Freunde. Weißt du, ich dachte nur, wenn ich ein Riese wäre, glaube ich nicht, dass ich normale Freunde hätte. Oh, wirklich? Warum ist das so? Ich bin sicher, du könntest einen Weg finden, es zum Laufen zu bringen. Ich meine, denk darüber nach, jeder wäre zu klein, als dass ich mit ihm sprechen oder ihn überhaupt richtig sehen könnte. Haha, guter Punkt. Der Versuch, ein Gespräch mit einem Freund von der Größe einer Ameise zu führen, wäre ziemlich schwierig. Genau. Ich würde sie wahrscheinlich versehentlich zerquetschen oder so. Nicht die beste Art, eine Freundschaft zu pflegen. Huch, ja, das wäre nicht ideal. Obwohl, du könntest sie wahrscheinlich als Haustiere oder so benutzen. Haustiere? Keine Ahnung, das fühlt sich ein bisschen erniedrigend an, findest du nicht? Ich möchte, dass sie mir ebenbürtig sind. Du hast recht, mein Fehler. Vielleicht könntest du ihnen eine kleine riesige Stadt bauen oder so. Oh, das ist eine interessante Idee. Ich könnte eine ganze Miniaturstadt nur für meine kleinen Freunde haben. Ja, und du könntest deine riesigen Fähigkeiten nutzen, um sie zu schützen und für sie zu sorgen. Es wäre, als wärst du ihr Superheld. Haha, das gefällt mir. Der Giant Guardian, der meine kleinen Freunde vor Schaden schützt. Genau, du wärst wie ein wohlwollender riesiger Oberherr, der mit sanfter Hand regiert. Wohlwollender riesiger Oberherr, das hört sich gut an. Viel besser, als versehentlich auf alle zu stampfen. Definitiv ein besserer PR-Schachzug. Obwohl ich sicher bin, dass sie unter den winzigen Menschen einige begeisterte Fans haben würden. Haha, ich kann es gerade sehen. Kleine Leute jubeln mir zu, während ich durch die Straßen gehe. Es wäre das süßeste und gesündeste Ding aller Zeiten. Ich bin überzeugt, dass es Vorteile hat, ein Riese zu sein. Weißt du, ich fange an zu glauben, dass diese Idee von Giant Friends echtes Potenzial hat. Vielleicht muss ich noch ein bisschen darüber nachdenken. Lektion 14. Alleinreisen. Also, ich habe darüber nachgedacht, eine Soloreise irgendwohin zu machen. Was denkst du darüber? Eine Soloreise, hm? Das ist wirklich aufregend. Wo willst du hingehen? Ich bin mir noch nicht sicher, das ist die Sache. Ich denke, es könnte die perfekte Gelegenheit sein, einfach hinzugehen, wohin ich will. Oh, ich liebe diesen spontanen Ansatz. Die Freiheit zu haben, einfach abzuholen und zu gehen, ist so befreiend. Genau. Sie müssen sich nicht mit anderen abstimmen oder sich um die Vorlieben anderer Gedanken machen. Absolut. Nur du, dein Reisepass und die offene Straße. Oder, du weißt schon, offener Himmel, wenn du fliegst. Haha, guter Punkt. Obwohl ich zugeben muss, dass die Vorstellung, alleine zu reisen, ein wenig entmutigend ist. Das kann ich verstehen. Alleine zu gehen kann zunächst einschüchternd sein. Aber denken Sie an all die erstaunlichen Vorteile. Wie zum Beispiel? Erkläre mich bitte. Nun, zum einen haben Sie die volle Kontrolle über Ihren Zeitplan und Ihre Reiseroute. Keine Kompromisse. Oh, das klingt nett. Und ich wette,
Ich würde unterwegs alle möglichen interessanten Leute kennenlernen. Absolut. Wenn Sie alleine reisen, sind Sie oft offener für Gespräche mit Fremden. Das ist wahr. Und ich müsste mir keine Sorgen um die Bedürfnisse oder Wünsche anderer machen, nur um meine eigenen. Genau. Es ist das Nonplusultra in Sachen Selbstfürsorge und Selbstfindung. Du wirst so viel über dich selbst lernen. Weißt du, je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr freue ich mich über diese Idee. Ich freue mich. Alleinreisen können eine unglaublich lohnende Erfahrung sein. Du wirst eine tolle Zeit haben. Dann fange ich wohl besser an zu planen. Irgendwelche Tipps, wo ich zuerst hingehen sollte? Lektion 15. Berüchtigte Prüfungen. Hey Anna, hast du vom Mordprozess gegen O.J. Simpson gehört? Was denkst du über den ganzen Fall? Der O.J. Simpson-Prozess? Das war so ein verrückter und umstrittener Fall, nicht wahr? Ich kann immer noch nicht glauben, dass er freigesprochen wurde. Ich weiß, oder? Es schien so starke Beweise gegen ihn zu geben, aber die Verteidigung schaffte es, so viele begründete Zweifel aufkommen zu lassen. Absolut. Sie haben wirklich eine beeindruckende juristische Strategie verfolgt, auch wenn das bedeutete, die Fakten ein wenig zu verdrehen. Ja, die Zeile seines Anwalts, wenn es nicht passt, müssen sie freigesprochen werden, war ziemlich brillant, auch wenn sie weit hergeholt war. Definitiv eine einprägsame Zeile. Und der ganze Aspekt der Rennkarten, den sie ausgespielt haben, schien die Jury wirklich zu beeinflussen. Auf jeden Fall. Es ist, als hätte die Verteidigung den Prozess eher zu einem sozialen und politischen Statement gemacht als zu einem reinen Mordfall. Exakt. Es wurde ein riesiger Medienzirkus, in dem die Öffentlichkeit völlig gespalten war, ob O.J. schuldig oder unschuldig war. Vollkommen. Und selbst jetzt, Jahre später, diskutieren die Menschen immer noch darüber, ob in diesem Fall wirklich der Gerechtigkeit Genüge getan wurde. Exakt. Es ist eine dieser Studien, die einfach immer von Kontroversen und Unsicherheiten umgeben sein werden. Absolut. Ich meine, die Beweise schienen so vernichtend, aber die Verteidigung war einfach so geschickt darin, begründete Zweifel zu schüren. Ernsthaft. Es ist ein perfektes Beispiel dafür, dass das Rechtssystem nicht immer zu Ergebnissen führt, die den tatsächlichen Fakten entsprechen. Ja, manchmal wundert man sich wirklich über die Zuverlässigkeit des Justizsystems, nicht wahr? Das tut es wirklich. Die OJ-Studie hat gerade gezeigt, wie komplex und nuanciert solche Fälle sein können. Auf jeden Fall eine gute Lektion, wenn man die Dinge nicht immer für bare Münze nimmt, auch wenn die Beweise eindeutig zu sein scheinen. Absolut. Es ist eine faszinierende Fallstudie über die Macht überzeugender Rhetorik und rechtlicher Manöver. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Es ist nur eine dieser Prüfungen, die sich für immer in unser kollektives Bewusstsein einprägen werden. Lektion 16. Musikalisch Überlegungen. Morgen. Hast du jemals darüber nachgedacht, ein Musikinstrument spielen zu lernen? Weißt du, ich war schon immer neugierig darauf, aber es scheint so kompliziert zu sein. Ich weiß nicht, ob ich die Geduld habe. Oh, komm schon. Ich denke, du wärst großartig darin. Was für ein Instrument wolltest du ausprobieren?
Ich habe den Klang des Klaviers immer geliebt. Aber ich habe gehört, dass es Jahre dauert, bis man es wirklich beherrscht. Stimmt, aber auch nur die Grundlagen können wirklich lohnend sein. Und es ist so ein vielseitiges Instrument. Ich weiß nicht. Meine Finger sind so ungeschickt, ich fühle mich, als wäre ich frustriert und würde aufgeben. Nein, du brauchst nur den richtigen Lehrer und ein bisschen Hingabe. Ich wette, du würdest es schneller verstehen, als du denkst. Vielleicht. Aber was ist, wenn ich nicht einmal Musik lesen kann? Ist das nicht eine Grundvoraussetzung, um Klavier spielen zu können? Ganz und gar nicht. Es gibt viele Möglichkeiten zu lernen, auch wenn traditionelle Musiknotation nicht ihre Stärke ist. Oh wirklich? Wie was? Ich wäre neugierig, mehr über alternative Ansätze zu erfahren. Nun, du könntest damit beginnen, einfach Akkorde zu lernen und nach Gehör zu spielen. Oder probiere sogar eine App aus, die dir visuell etwas beibringt. Das klingt ein bisschen zugänglicher. Vielleicht schaue ich mir das ein bisschen genauer an. Es könnte Spaß machen. Unbedingt. Und denk an all die schöne Musik, die du kreieren könntest. Ich würde dich gerne eines Tages spielen hören. Haha, das werden wir sehen. Aber ich weiß es zu schätzen, dass du mich ermutigst. Es macht mir Lust, es zumindest zu versuchen. Das ist der Geist. Ich habe das Gefühl, du würdest dich selbst überraschen, wie schnell du Fortschritte machen würdest. In Ordnung, du hast mich überzeugt. Ich werde mir den Klavierunterricht ansehen. Wer weiß, vielleicht werde ich ein Naturtalent. Ich wette, du wirst es sein. Ich kann es kaum erwarten, dein erstes Konzert zu hören. Ich werde dein größter Fan sein. Lektion 17. Wochenendwunder. Hey Anna, hast du irgendwelche lustigen Pläne für das Wochenende? Nicht wirklich. Ich hatte eigentlich gehofft, etwas Entspannung zu bekommen. Wie steht's mit dir? Nun, ich dachte darüber nach, am Samstag ein bisschen zu wandern. Könnte eine großartige Möglichkeit sein, sich zu entspannen. Oh, Wandern klingt herrlich. Ich war seit Ewigkeiten nicht mehr auf einer guten Wanderung. Wo wolltest du hingehen? Es gibt diesen wirklich schönen Weg etwas außerhalb der Stadt. Wunderschöne Aussichten und nicht zu anstrengend. Das klingt wunderbar. Ich könnte etwas frische Luft und eine malerische Aussicht gebrauchen. Würde es dir etwas ausmachen, wenn ich mitkomme? Ganz und gar nicht. Ich hatte gehofft, du würdest das sagen. Es macht immer mehr Spaß, die Natur mit einem Freund zu erkunden. Definitiv. Ich muss meine Wanderschuhe herausholen. Aber ich bin total dabei. Um wie viel Uhr wolltest du gehen? Wie wäre es, wenn wir für einen frühen Start, gegen 9 Uhr, drehen? Auf diese Weise können wir den Menschenmaßen entkommen und alles wirklich in uns aufnehmen. Klingt perfekt. Ich packe auf jeden Fall ein paar Snacks und Wasser ein. Ich kann nicht mit leerem Magen wandern gehen. Gute Entscheidung. Und vielleicht finden wir nach der Hälfte der Strecke einen schönen Ort für ein Picknick. Oh, ein Picknick in der Natur? Viel besser geht es nicht. Ich freue mich schon. Ich auch. Das wird eine so erfrischende Art sein, das Wochenende zu verbringen. Ich kann es kaum erwarten. Ich auch nicht.
Danke, dass du mich eingeladen hast. Das wird ein gut verbrachtes Wochenende. Absolut. Ich bin froh, dass wir auf derselben Seite sind. Das wird das perfekte Outdoor-Abenteuer sein. Lektion 18. Summertime Splashes. Guten Morgen. Wissen Sie, wonach ich mich an diesen heißen Sommertagen gesehnt habe? Ich schätze, etwas, um dich abzukühlen? Vielleicht ein Eis oder ein Bad im Pool. Genau. Tatsächlich dachte ich, ein schöner Sprung in ein kaltes Becken wäre jetzt perfekt. Oh, das klingt unglaublich erfrischend. Ich kann mir die Erleichterung dieses kühlen Wassers vorstellen. Auf jeden Fall. Der Gedanke, dieser Hitze zu entkommen und in einen schönen Pool zu springen, ist so verlockend. Da bin ich bei dir. Eine Poolparty klingt nach dem idealen Weg, um die Sommerhitze zu überstehen. Definitiv. Wir sollten etwas organisieren. Treffen Sie eine Gruppe von Freunden für einen Pooltag. Ich liebe diese Idee. Wir könnten ein Picknick einpacken, etwas Musik mitbringen und einfach den ganzen Tag damit verbringen, herumzuplanschen. Genau. Und danach könnten wir alle eiskalte Limonade oder Smoothies essen gehen. Oh, ja bitte. Das klingt nach dem perfekten Sommernachmittag. Ich werde schon aufgeregt, wenn ich nur daran denke. Ich auch. Wir müssen mit der Planung beginnen. Ich werde sehen, wer verfügbar ist und wir können uns einen Termin aussuchen. Klingt gut für mich. Ich fange an, ein Menü für unser Picknick am Pool zu erstellen. Hervorragend. Das wird so viel Spaß machen. Ich kann es kaum erwarten, einfach einzutauchen und mich abzukühlen. Das gleiche hier. Eine Poolparty ist genau das, was wir brauchen, um das Beste aus dieser Sommerhitze herauszuholen. Absolut. Das wird ein Knaller. Ich zähle schon die Tage. Lektion 19. Fitness Frenzy. Jo, mir ist aufgefallen, dass du in letzter Zeit besonders fit aussiehst. Was ist dein Geheimnis? Nun, in letzter Zeit habe ich Fitness zu einer echten Priorität in meinem Leben gemacht. Es hat das Spiel verändert. Das ist großartig. Hast du eine bestimmte Trainingsroutine, an die du dich hältst, oder verwechselst du sie? Eigentlich ein bisschen von beidem. Ich habe einen Kernsatz an Übungen, die ich regelmäßig mache, aber ich wechsle auch gerne die Dinge. Das klingt nach einem klugen Ansatz. Abwechslung ist der Schlüssel, um das Training interessant zu gestalten, oder? Genau. Ich finde, dass es mich wirklich motiviert, die Übungen, die Intensität und sogar den Ort zu ändern. Das macht sehr viel Sinn. Also, welche Art von Workouts machst du normalerweise? Ich würde gerne ein paar Ideen bekommen. Oh, von allem ein bisschen. Krafttraining, Cardio, Yoga, was auch immer. Ich versuche, alle wichtigen Muskelgruppen zu treffen. Wow, das ist beeindruckend. Ich wollte selbst wieder zu einer konsistenteren Fitnessroutine zurückkehren. Nun, ich freue mich, einige meiner Lieblingsübungen und Tipps mit Ihnen zu teilen, wenn Sie interessiert sind. Fitness ist schließlich eine Reise.
Das würde ich wirklich schätzen. Ich könnte jede Hilfe gebrauchen, die ich bekommen kann, um wieder auf Kurs zu kommen. Wunderbar. Wir können Trainingsideen austauschen und uns gegenseitig motivieren. Fitness macht mit einem Partner viel mehr Spaß. Das hast du richtig verstanden. Das wird großartig. Ich fühle mich gepumpt, wenn ich nur daran denke. Lektion 20. Künstlerische Eskapaden. Jo, ich habe gehört, dass du dich in letzter Zeit mit Kunst beschäftigst. Das ist so cool. Darauf kannst du wetten. Ich habe entdeckt, dass Kunst eine so wunderbare Form der Selbstdarstellung ist. Das ist großartig. Welche Art von Kunst hast du erforscht? Ich würde gerne mehr hören. Nun, ich habe mich in ein bisschen von allem versucht. Malen, skizzieren, sogar töpfern. Wow, Töpferei? Das klingt, als wäre es so therapeutisch und entspannend. Unbedingt. Der Prozess der Formgebung des Lehms ist einfach so beruhigend und meditativ. Das kann ich mir vorstellen. Es muss wirklich lohnend sein, etwas Greifbares mit eigenen Händen zu schaffen. Das ist es wirklich. Und das Beste daran ist, dass es keinen Druck gibt, perfekt zu sein. Es dreht sich alles um die Reise. Ich liebe diese Denkweise. In der Kunst sollte es um die Freude am Schaffen gehen, nicht um Perfektion. Genau. Und es war so ein großartiges Outlet für mich, weißt du? Es hilft mir, Stress abzubauen. Das ist fantastisch. Ich wollte schon lange einige künstlerische Hobbys ausprobieren. Du solltest es auf jeden Fall ausprobieren. Ich zeige Ihnen gerne einige der Grundlagen, wenn Sie interessiert sind. Das würde ich wirklich schätzen. Ich denke, es könnte ein Wendepunkt für mich sein. Wunderbar. Wir können ein lustiges Kunstdate veranstalten und gemeinsam kreativ werden. Es wird ein Knaller. Ich bin total dabei. Ich kann es kaum erwarten, meinen inneren Künstler zu entdecken. Das ist genau das, was ich brauche. Lektion 21. Eine Abenddebatte. Hey Anna, ich habe eine Idee, lass uns heute Abend ausgehen und Spaß haben. Oh, komm schon. Ich habe mich wirklich darauf gefreut, einfach zu bleiben und mich zu entspannen. Oh, komm schon. Es wird großartig sein. Wir können das neue Restaurant in der Innenstadt ausprobieren. Ich weiß nicht. Ich hatte einen langen Tag und möchte einfach nur zu Hause Energie tanken. Nun, ich verdrehe dir besser nicht den Arm. Wenn du wirklich drin bleiben willst, werde ich wohl auch zu Hause bleiben. Oh, sei nicht so. Ich möchte nicht, dass du einen lustigen Abend verpasst. Ich weiß, aber ich will nicht alleine gehen. Es macht mehr Spaß, wenn wir zusammen sind. Du bringst ein gutes Argument vor. In Ordnung, lassen Sie uns einen Kompromiss eingehen. Wie wäre es, wenn wir ein bisschen ausgehen? Ja, ich wusste, dass ich dich überzeugen kann. Das wird ein Knaller, das verspreche ich. Okay. Aber lass es uns zurückhaltend halten, okay? Ich bin nicht bereit für einen verrückten Abend. Wir lassen es ruhig angehen und genießen einfach die Gesellschaft des anderen. Klingt gut.
Klingt perfekt. Okay, lass uns gehen, bevor ich es mir nochmal anders überlege. Haha, du hast es. Das wird der perfekte Abend zum Ausgehen, das spüre ich. Das hoffe ich wirklich. Lass uns jetzt weitermachen, bevor ich mich entscheide, doch zu Hause zu bleiben. Du wirst das nicht bereuen, ich schwöre. Lass uns das machen.